Wenn du die richtige Haltung hast, dann passiert dir das eigentlich nicht. Das ist echt merkwürdig, aber es hilft. Der Laufsteg ist deiner. Okay, ich bin bereit. Wenn man hört, dass jemand mit High Heels kommt, dann hat man meistens so ein Feeling, da muss ja jetzt jemand kommen, die sieht bestimmt richtig gut aus. Hallo, ich bin die Luisa und ich zeige euch heute meine Tipps und Tricks, wie ihr am besten auf High Heels lauft. Ich habe ein bisschen Angst vor Pfennigabsatz, weil ich habe noch nicht die Sicherheit darin zu laufen und genau deswegen bin ich ja heute hier, dass wir das lernen. Bei Germany's Next Topmodel haben wir sehr viel Laufen geübt. Die Regelmäßigkeit macht es eigentlich dann. Es ist auf jeden Fall schon passiert, dass ich umgeknickt bin. Also ich würde mir wünschen, dass man einfach gehen kann, ohne die ganze Zeit runterzuschauen. Wenn ich High Heels trage, fühle ich mich auf jeden Fall schön, groß und selbstbewusst. Vor allem selbstbewusst und selbstsicher. Wenn man, finde ich, ein Vorstellungsgespräch hat, trage ich einfach gerne hohe Schuhe, weil es mir ein Gefühl von Stärke gibt. Ich würde öfter High Heels tragen, wenn ich wüsste, dass ich niemals Fußschmerzen hätte. Das ist die Nummer 1. Der Schuh muss bequem sein. wenn ich noch sicherer wäre in der Art, wie ich darauf laufe. Übung macht den Meister. Einfach zu Hause High Heels an und vor den Spiegel auch. Das hilft auf jeden Fall ungemein. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich habe schon gesehen, ihr habt die High Heels mit. Ihr seid ja bestimmt schon in High Heels gelaufen, oder? Fühlt ihr euch sicher? Es könnte sicherer sein. Auf jeden Fall. Wir laufen heute einfach ein paar Mal. Ja, ich zeige euch einfach einen entspannten Walk und worauf ich persönlich auch immer am Anfang achte. Und dann würde ich sagen, wir starten. Erstens, der passende Schuh. Er muss sitzen, er muss sich richtig anfühlen. Zweiter Tipp ist eine gute Haltung, also Bauch rein, Brust raus, Schultern zurück. Und mein dritter Tipp ist definitiv Selbstbewusstsein. Was auch immer ein guter Tipp ist, die Füße leicht überkreuzen beim Laufen. Da hat man auch einen besseren Halt. Das ist es. Und jetzt würde ich sagen, hüpft ihr einmal in eure Heels. Ja. Bei mir ist es so, Sneaker sind so meine Wohlfühlschuhe und High Heels sind so meine Bam-Schuhe. Dann würde ich sagen, wir gucken uns das Ganze mal an, oder? Nicht anfangen zu zittern, dass die Beine mal schlapp machen, wirklich einfach das Gleichgewicht und die Figur behalten. Das ist ja das, was mir noch am schwersten fällt. Vom Gang her war das schon gut, aber du musst halt die Schultern auf jeden Fall zurücknehmen. Ja. Du darfst ruhig dich angucken. Ja, versuch einfach so ein bisschen mit dir zu flirten. Versuch das mal umzusetzen, ha? Und wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr wohl. Klar brauche ich Übung, aber die Schuhe machen es einem auf jeden Fall leichter, gut Halt zu finden. Das Gute ist natürlich auch an deinen Schuhen, du kannst die hier verstellen. Ich habe auch mal den Tipp erfahren, dass es gut ist, wenn man sich leicht zurücklehnt. Das fühlt sich sehr seltsam an, aber es hat mir damals auch geholfen. Wenn du dann mit den Füßen quasi zuerst gehst, hat man einfach noch mal so ein bisschen mehr diesen Walk einfach. Vielleicht kannst du das noch mal versuchen. Ja. Ja, mega, das sah super aus. Danke. Ja, die Tipps von dir haben echt super geholfen. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks möchtest, dann abonniere den Kanal. Es gibt ein Erlebnis, wo ich mich richtig gut gefühlt habe in den High Heels. Und zwar meine Hochzeit. Fast den ganzen Abend habe ich sie getragen und ich habe mich so schön gefühlt mit diesen Schuhen. Schöne Momente in High Heels hatte ich unendliche, sei es beim Tanzen, privat oder halt auch bei Fotoshootings. Und bei Germany's Next Topmodel hatten wir ein Shooting in Kapstadt am Strand. Da wurde ein Riesengerüst aufgebaut mit einer Schaukel und den Moment werde ich nie vergessen, weil das war einfach wunderschön. Ich persönlich war ja die allerkleinste dort und dementsprechend habe ich wirklich 24/7 High Heels getragen, auch wenn die Kameras aus waren. Also mein Tipp von Jorge war, er hat immer zu mir gesagt, du hast ja eine Holzkreuz. Und ich so, okay, was? Er meinte halt, ich habe ein Hohlkreuz, deswegen war mein Tipp immer, den Bauch einzuziehen und das hat wirklich sehr, sehr viel geholfen. Das Beste am Modeln ist für mich die Abwechslung. Ja, ich liebe einfach die Atmosphäre. Jetzt darf erstmal Siebel herkommen. Die schwierigsten Dinge sind tatsächlich versuchen zu gehen, ohne dass man die ganze Zeit nach unten gucken muss. Bist du ready? Ja, mal gucken, wie es läuft. Der Laufsteg ist deiner. Alles klar. Also ich finde, man hat gesehen, dass du auf alles geachtet hast. Schultern zurück, dein Gesicht war super und alles. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass du nicht so eine Spannung hast. Und ich glaube, deswegen hast du das Gefühl, dass du so
rüberfällst. Deswegen versuch nochmal den Po ein bisschen anzuspannen. Wenn man diese ganzen Sachen drin hat, dann geht das Laufen auf der Straße von alleine. Deswegen kann man zu Hause auch immer ein bisschen übertreiben. Es passiert mir halt immer wieder, dass ich mit der Hacke so am Boden lang ratsch. Gibt es da noch einen Tipp fürs Abrollen? Ja, das ist, glaube ich, eher, dass du deinen Fuß minimal noch weiter anheben musst. Also wenn du die richtige Haltung hast, dann passiert dir das eigentlich nicht. Also so ein ganz bisschen nach hinten lehnen, genau. Fühlt sich komisch an, ne? Ja. Aber man gewöhnt sich dran. Versuch mal. Okay. Hast du gemerkt, jetzt bist du gar nicht geschraubt. Ich merke das total. Also es ist echt merkwürdig, aber es hilft. Was ist dein Tipp fürs Laufen in High Heels? Schreib's uns in die Kommentare. Ja, was macht den perfekten High Heel aus? Ist natürlich die Passform. Wie sitzt der Schuh auch an den Seiten und hier vorne? Er darf nicht drücken. Man muss für sich die passende Höhe finden, wo kann ich gut drauf laufen. Gerade Anfängern kann ich empfehlen, vielleicht eher einen etwas breiteren Absatz zu nehmen, weil man einen besseren Halt hat. Und dann ist natürlich die Sohle wichtig. Das hier ist eine Special-Sohle. Hier ist auch so ein kleiner Hügel drin. Und damit hat man den perfekten Tragekomfort und kann auch wirklich stundenlang auf diesem Schuh rumlaufen, ohne dass einem die Füße wehtun. Ich pflege meine Füße, indem ich sie versuche, jeden Abend einzucremen, was man ja oft vergisst. Fußmasken sind das A und O. Und am wichtigsten ist dabei noch das Nagelöl, damit die Füße gepflegt aussehen. Mein erstes Paar High Heels weiß ich gar nicht genau, aber ich weiß, dass ich als ganz kleines Mädchen von meiner Oma immer ihre Pumps angezogen habe. Es gibt ein ganz geiles Foto von mir, wo ich wirklich so klein gefühlt noch bin, gerade angefangen habe zu laufen und in ihren High Heels durch die Wohnung stapsel. Ja, meine Probleme mit High Heels sind, glaube ich, zurückzuführen auf meine Tollpatschigkeit. Also ich rutsche gern aus, auch mit flachen Schuhen. Mein schlimmstes High-Heel-Erlebnis war, als ich in Hannover am Bahnhof war. Und jeder kennt diese Gitter, die vor dem Bahnhof sind. Und ich bin gelaufen, mein Schuh ist halt stecken geblieben und ich bin aber weitergegangen. Also bin ich mit einem Schuh weitergegangen und das war traumhaft. Ich habe nichts daraus gelernt, außer das Ganze mit Humor zu nehmen. Letztendlich hilft ein Lachen über alles hinweg. Ja, mein allergrößter Feind in hohen Schuhen ist auf jeden Fall das Kopfsteinpflaster. Also wenn es ein Problem gibt, dann sind das unebene Untergründe. Stege vor allem sind ganz schrecklich für High Heels. Ich finde, die Steine sind immer noch so ein bisschen rutschig und uneben. Das ist auf jeden Fall mein größter Feind, wenn ich High Heels anhabe. Wenn du dich nicht traust, High Heels zu tragen, dann mach das erstmal für dich alleine, mach es zu Hause, kauf dir ein schönes Paar High Heels, was du wirklich liebst. Letztendlich geht es ja um dich und du sollst dich wohlfühlen und dann ist es einfach nur eine Frage der Übung und da darf man halt auch nicht aufgeben wie bei allen anderen Sachen im Leben, wenn es nicht sofort funktioniert. Irgendwann funktioniert es.